Stablecoins bieten Sicherheit in turbulenten Zeiten. Allerdings sind diese bei weitem nicht so sicher, wie die meisten denken. Eine neue Art entwickelt sich und entpuppt sich als ganz klarer Sieger, weil die damit einhergehenden Vorteile die Nachteile bei weitem überwiegen. Welche Stablecoins das sind und was diese ganz genau zu bieten haben, wird Gegenstand des folgenden Videos. Bleibt also dran, dieses Wissen ist immens wertvoll. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es mal wieder um das Thema Stablecoins. Warum? Weil Stablecoins uns wichtig werden, sobald wir Korrekturen oder Marktzyklen antizipieren und somit Volatilität aus unseren Investments wir abfließen lassen können. Die größten Stablecoins sind bisher USDT, USDC und auch noch BUSD, wobei BUSD in der Zwischenzeit schon wieder massiv an Relevanz verliert und dieser wahrscheinlich in der nächsten Zeit vollständig von der Bildfläche verschwinden wird. Diese Stablecoins haben mehrere Dinge gemein. Zum einen sind sie alle Fiat gedeckt. Das bedeutet, dass Fiat-Währungen zur Hinterdeckung des Wertes benutzt werden. Ebenfalls sind diese Stablecoins zentral emittiert. Das bedeutet also, dass eine zentrale Entität das Minten, das Herausgeben des Stablecoins vornimmt. Wir somit auch folgerichtig ein Emittentenrisiko haben, denn wenn die Entität, die die Emission vornimmt, von heute auf morgen verschwindet, dann dürfte der Wert des Stablecoins auch in Zukunft fraglich werden. Zu guter Letzt gibt es bedingt die Tatsache, dass bei diesen Stablecoins Fiat-Währungen als Hinterdeckung dienen, natürlich ein Inflationsrisiko. Warum? Weil Fiat-Währungen per se einem Inflationsrisiko unterliegen und jedes Instrument, das mit Fiat-Währung geschaffen wird, in diesem Fall Stablecoins, ebenfalls dem gleichen Inflationsrisiko unterliegt. Die letzten Jahre hat sich eine neue Art von Stablecoins etabliert, welche die Nachteile der Fiat-gedeckten Stablecoins ausmerzen, zugegeben nicht ganz perfekt sind, aber auch noch einige interessante und spannende Vorteile mitbringen. Wir reden hier von den sogenannten kryptogedeckten, algorithmischen und unzentralen Stablecoins, die folgende Merkmale mit sich bringen. Zum einen gibt es kein Hyperinflations- bzw. Inflationsrisiko, ganz einfach, wenn die Stablecoins durch Kryptowährungen gedeckt sind und wir optimalerweise Kryptowährungen nehmen mit einer festen und maximalen Gesamtversorgung oder zumindest eines Inflationsmechanismus, der nicht allzu inflationär wirkt, dann ist dieses Risiko definitiv zu vernachlässigen. Wir haben hier auch ein geringeres bis fast überhaupt kein vorhandenes Zentralisierungsrisiko. Warum? Weil es keine zentrale Entität gibt, die diese Stablecoins ausgibt. Somit haben wir auch kein Emittentenrisiko, denn es kann keine zentrale Entität verschwinden, die dazu führen könnte, dass die Stablecoins wertlos verfallen. Was das alles jetzt im Detail bedeutet, da gehen wir die nächsten Minuten noch genauer drauf ein. Lasst uns im nächsten Schritt einfach mal das Konzept dieser kryptogedeckten Stablecoins etwas genauer beleuchten. Grundsätzlich ist es so, dass hier Kryptowährungen als Sicherheit, also als sogenanntes Kollateral verwendet wird und in Smart Contracts hinterlegt wird. Im nächsten Schritt wird dann eben auf das hinterlegte Kollateral, das kann zum Beispiel Bitcoin sein, das kann Ether sein oder was auch immer, wird auf dieses Kollateral ein Kredit aufgenommen, der in Stablecoins ausgegeben wird. Es werden also mit jedem neuen Kredit, der aufgenommen wird, bei dem das Kollateral beliehen wird, neue Einheiten des Stablecoins emittiert bzw. gemintet. Die Erzeugung, die geht immer aus der hinterlegten Sicherheit vonstatten. Das heißt, man muss erst einmal einen Wert hinterlegen, Bitcoin, Ether oder was auch immer, und kann erst nach der Hinterlegung den Kredit aufnehmen bzw. die Stablecoins minten. Somit stellen wir fest, dass diese Stablecoins ein sogenanntes Derivat sind. Das bedeutet, dass der Wert eines Derivates sich aus einem anderen Wert ableitet. Das heißt, der Wert des Stablecoins ist maßgeblich davon abhängig, welches Kollateral dafür hinterlegt wurde. Der Vergleich zum Fiat-Geld ist hier relativ interessant, denn wie wird es denn mit Fiat-Geld gemacht? Wie wird Fiat-Geld erzeugt? Fiat-Geld wird grundsätzlich aus dem Nichts heraus erzeugt. Es muss keinerlei Wert hinterlegt werden. Es wird aus der reinen Luft heraus erzeugt. Und das ist auch der Grund, warum Fiat-Geld so massiv mit dem Thema Inflation Probleme hat, weil eben es keine Höchstgrenze an neu geschöpftem Fiat-Geld geben kann, weil eben kein Wert dafür hinterlegt werden muss. Nächster Punkt. Gehen wir mal auf die Stabilität dieser
Stablecoins ein. Woher bekommt also so ein kryptogedeckter Stablecoin überhaupt seine Preisstabilität? Zum einen über eine sogenannte Überkollateralisierung. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass beim LUSD von Liquity, einem kryptogedeckten Stablecoin, der mit Ether kollateralisiert ist, 600% des ausgegebenen Wertes an LUSD an Ether hinterlegt wurde. Das heißt, für jeden ausgegebenen LUSD mit einem Nennwert von einem US-Dollar besteht ein Gegenwert in Form von Ether in Höhe von 6 US-Dollar. Er ist also um das Sechsfache, um 600% überkollateralisiert. Es gibt aber auch noch andere Ausgleichsmechanismen, die die Stabilität des Preises gewährleisten sollen. Und zwar, wenn wir über die Preisbindung oder die Preisstabilität von Stablecoins reden, reden wir immer über den sogenannten Peg bzw. die Bindung an die Referenzwährung. In der Regel werden die meisten Stablecoins an den US-Dollar gebunden. Das heißt, dass eine Einheit eines Stablecoins auch in einer Einheit von US-Dollar beziffert wird. Also das heißt, ein LUSD zum Beispiel wird den Gegenwert von einem US-Dollar haben. Was passiert jetzt, wenn der Preis des Stablecoins über dem Verhältnis 1:1 liegt? Denn es ist ja grundsätzlich einmal sinnvoll, dass der Preis von Stablecoins stabil bleibt, sonst würden sie nicht Stablecoins heißen. Ein Stablecoin, der keinen stabilen Preis hat, der nützt niemandem was, denn wir wollen ja diesen Stablecoin halten, weil wir davon ausgehen, dass der Preis stabil bleibt. Und jetzt müssen wir einfach mal herausfinden, was denn passieren kann oder welche Ausgleichsmechanismen wirken können, wenn der Peg nach oben oder nach unten hin ausreißt. Wir beginnen mit dem Umstand, dass der Peg nach oben hin ausreißen könnte, das heißt, dass der Preis über den Peg hinausgeht. Dann ist es so, dass ganz automatisch über einen Marktanreiz ein Anreiz geschaffen wird, den Mint und danach den Verkauf des Stablecoins zu forcieren. Das heißt, der Anreiz wird höher. Warum? Weil wir den Kredit dann später günstiger zurückkaufen können und unsere Schulden dann später weniger wert sind. Das heißt, wenn wir also einen Kredit an einem Stablecoin aufnehmen, der zum Beispiel einen Wert von 1,10, 1,20 hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Peg wieder auf 1:1 zurückkommt, also auf 1 oder auf knapp 1, relativ hoch. Und das führt dazu, dass wir einen Kredit aufnehmen in einer Währung, die ja im Wert sinkt. Und wenn unser Kredit weniger wert wird, müssen wir grundsätzlich, um ihn zurückzubezahlen, weniger als vorher dafür hinblättern, um ihn zurückzubezahlen. Das macht die ganze Sache natürlich interessant, weil wir dadurch natürlich einen Gewinn machen, denn wir müssen weniger zurückzahlen, als wir ursprünglich aufgenommen haben, wenn dieser Anreiz wahrgenommen wird. Jetzt gehen wir auf die entgegengesetzte Annahme ein. Wenn also der Preis unter dem Peg ist, wenn also zum Beispiel ein Stablecoin bei 0,90, 0,95, 0,80 und so weiter und so fort ist. In diesem Fall werden sogenannte Redemptions aktiv bzw. lohnenswert. Was bedeutet das? Eine Redemption ist grundsätzlich ein Eintausch eines Stablecoins zu einem vorher festgelegten Wert im Kollateral. Das bedeutet also zum Beispiel, wenn wir beim LUSD bleiben, dann können wir für einen LUSD, egal wie viel Wert der momentan ist, ob der 1 US-Dollar wert ist, ob der 70 US-Cent wert ist und so weiter und so fort, können wir immer in einen US-Dollar in Ether eintauschen. Das bedeutet, wenn wir einfach mal den ganz intensiven oder krassen Fall annehmen, dass der LUSD nur noch 50 Cent pro LUSD wert wäre, könnten wir uns einen LUSD für 50 Cent am freien Markt kaufen und ihn für Ether im Wert von einem US-Dollar einlösen. Das heißt, wir würden einen Gewinn in Höhe von 100% machen, einfach nur, indem wir den LUSD am freien Markt kaufen und über die Redemption in Ether eintauschen. Und das ist natürlich ein massiver Anreiz, den LUSD zu kaufen, sobald er seinen Peg nach unten gerissen hat, weil wir eben die Garantie des Protokolls haben, dass der LUSD immer in 1 US-Dollar des hinterlegten Kollaterals eingetauscht werden kann. Es gibt aber auch noch weitere Ausgleichsmechanismen, die bei solchen kryptogedeckten algorithmischen Stablecoins zur Anwendung kommen. Ich möchte in diesem Video allerdings nicht näher darauf eingehen, das würde jetzt zu technisch gehen und zu sehr ins Detail gehen. Ich würde einfach nur euch hier die Stabilitätsmechanismen einfach mal etwas näher bringen. Welche kryptogedeckten, algorithmischen und vollkommen unzentral organisierten Stablecoins gibt es noch? Wir haben jetzt hier einmal den LUSD von Liquity als Beispiel hergenommen. Es gibt aber zum Beispiel auch noch den EUSD von Libra Finance. Der ist ganz interessant, weil er mitunter sogar ein Stablecoin ist, der Zinsen zahlt, weil die Staking Rewards von Ether direkt an die Stablecoin-Halter weitergegeben werden. Weiterhin gibt es hier noch den Curve USD des Protokolls Curve und man könnte hier auch noch den DAI von MakerDAO nennen, wobei dieser ein nicht ganz lupenreiner
algorithmischer Stablecoin ist. Warum? Weil ein Teil des Kollaterals USDC ist. Das heißt, der DAI von MakerDAO, der wird zum Teil mit einem anderen Fiat-gedeckten Stablecoin kollateralisiert, sodass er nicht 100% in diese Sparte mit reinfallen kann. Wichtig ist aber zu wissen, dass es ziemlich sicher niemals einen großen dezentralisierten Stablecoin geben wird. Es wird wahrscheinlich so ablaufen, dass es viele, viele kleine Stablecoins sich etablieren werden. Und das ist natürlich komplett im Ethos von Krypto und der Unzentralität des gesamten Krypto-Spaces. Natürlich darf die Kritik an der ganzen Sache bzw. etwaige Schwächen nicht in der Aufzählung fehlen. Welche Kritik können wir äußern? Welche Schwächen haben diese kryptogedeckten Stablecoins denn jetzt noch? Nummer 1. Der Peg, der ist nicht ganz so stabil wie bei Fiat-gedeckten Stables. Wenn wir uns also mal USDT oder USDC angucken, dann merken wir, dass der Peg sehr, sehr selten und nur sehr, sehr gering vom 1:1 Verhältnis abweicht, wohingegen beim LUSD, beim CurveUSD und beim EUSD von Libra tatsächlich auch einmal 3-4% Abweichungen nach oben oder unten vorkommen können. Diese kryptogedeckten Stablecoins sind also nicht ganz so stabil wie bisher die Fiat-gedeckten Stables. Ein zweiter Punkt ist, dass wir sehen, dass das Vertrauen in diese kryptogedeckten Stablecoins noch nicht allzu groß ist, beziehungsweise noch eher gering ist. Wir haben das gesehen, als der LUSD gedepackt ist, nach unten gedepackt ist, während der USDC-Krise. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da war diese Silicon Valley Bank, die Probleme gehabt hatte, bei der etwa 8% der USDC-Währungsreserven gelegen haben. Und obwohl dieses Problem nur den USDC betroffen hat oder eventuell vielleicht auch noch andere Fiat-gedeckten Stablecoins, wurde trotzdem der LUSD mit nach unten gerissen und ist zum Teil mehr als 10% gedepackt worden. Und das ist der Beweis dafür, dass das Vertrauen noch eher gering ist, dass der DPEG stattfindet, obwohl das Ereignis null mit dem LUSD und den dahinter liegenden Sicherungsmechanismen zu tun hatte. Nächster Punkt. Diese kryptogedeckten Stablecoins sind noch nicht 100% dezentral. Warum? Da wir ein Oracle für die Redemptions brauchen. Das bedeutet, der Smart Contract, der die Redemptions managt, der muss ja irgendwoher die Information bekommen, wie viel Ether gerade ein US-Dollar Gegenwert ist. Und um diese Information zu bekommen, müssen wir Informationen aus einer anderen Instanz herholen, das heißt außerhalb der Blockchain. Und dafür werden natürlich diese Oracles verwendet. Und diese Oracles, die sind natürlich relativ zentral organisiert. Allerdings ist es so, dass ich meiner Meinung nach das in Zukunft stark mildern oder komplett erledigen könnte. Warum? Weil bereits Konzepte existieren mit kryptogedeckten Stablecoins, wo gar keine Oracles mehr gebraucht werden und der Algorithmus vollkommen Oracle-frei entwickelt wird. Wenn euch das interessiert, da hat mein Kollege Kevin ein separates Video dazu gemacht zum Frankencoin. Das verlinke ich euch einfach mal oben, aber auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal gucken, wie das in Zukunft aussehen könnte. Zu guter Letzt können wir mit Sicherheit feststellen, dass der ganze Bereich rund um die Stablecoins sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Innovationen, die gerade in den letzten Monaten zu verzeichnen sind exorbitant und machen richtig Spaß. Ich persönlich nutze nur noch kryptogedeckte, absolut dezentrale Stablecoins. Ich nutze überhaupt gar keine Fiat-gedeckten zentralen Stablecoins mehr. Das ist mir das Risiko einfach nicht wert. Ich werde einfach, wenn ich einen größeren Betrag habe, auf verschiedene dezentrale Stablecoins aufteilen, um das Risiko einfach zu verteilen, dass etwaige Probleme in den Protokollen auftreten könnten. Diese kryptogedeckten Stablecoins sind weiterhin auch definitiv zensursicher, nicht wie bei zum Beispiel USDT oder USDC, wo wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass die dahinterliegenden Firmen einfach mal so beschließen können, dass gewisse Stablecoins einfach nicht mehr transferiert werden können. Mich würde zu guter Letzt noch interessieren, welche Stablecoins ihr denn sehr gerne nutzt, wo euer Vertrauen momentan liegt und ob ihr vielleicht bedingt durch die Informationen dieses Videos in der Zukunft dazu tendiert, ebenfalls solche kryptogedeckten Stablecoins vornehmlich zu nutzen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, hat euch gefallen. Wenn euch es weitergebracht hat, würde es mich freuen, wenn ihr einfach einen Daumen hoch hinterlasst. Das hilft, dass der YouTube-Algorithmus uns eine größere Relevanz zuspricht und hilft beim Kanalwachstum weiter. Verpasst keine zukünftigen Videos, indem ihr jetzt einfach abonniert und wir sehen uns dann spätestens bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.